Das Herzensstück des Utaru Harvester Outfits von Aloy von Horizon Forbidden West ist einmal der Torso und einmal der Bananenrock. Und damit starten wir heute. Manche Parts kann ich echte Korbware benutzen, weil diese dünn genug ist, dass ich sie nähen kann. Das ist sehr wichtig, damit die nicht ausfranst. Bei anderen Parts muss ich leider faken. Eine Problematik sehe ich, und zwar, wie ich den verschließe. Eigentlich ist da ein Knebelverschluss geplant. Ich muss gucken, ob ich den auch praktikabel umsetzen kann. Für die Dekoration schneide ich verschiedene Dicken und Längen von Evafoam. Das Gute an Evafoam ist, dass man es in seiner Form mit leichtem Zug variieren kann. Das hilft mir, die Struktur des Geflechts auf dem Torso besser nachbilden zu können. Das alles stecke ich fest, nachdem ich es geklebt habe. Die dicken Ränder schneide ich ein, um sie auf dem unteren Part stecken und verkleben zu können. Bei dem oberen Part klebe ich die Rollen nur oben drauf, da wir hier 2 verarbeiten. Die geflochtene Schulter bereite ich vor, bevor ich diese anbringe. Wir haben einmal die Korbware, die echte Korbware einmal festgemacht. Dann haben wir die Formstreifen, die kleinen Streifen, die ich geschnitten habe, haben wir auch einmal wie der Rest der Korbware gelegt. Dazu habe ich natürlich auch den Cosplay Guide wieder benutzt, um 1:1 da sehr akkurat arbeiten zu können. Ja, die Ränder habe ich jetzt auch befestigt und habe auch den unteren Part komplett in Form verkleidet, sodass man jetzt von dem Filz gar nichts mehr sieht. Um die Schlingen für den Knebel zu formen, probiere ich den vorbereiteten Knebel immer wieder aus, um sicherzugehen, dass er passt. Die Öffnung für die Schlinge mache ich aus Sisal, welche ich vorher in Wasser eingelegt und in Form gebogen habe. Diesen verklebe ich und schlinge Band um die Enden und die Mitte, damit alles sitzt. Das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Um eine Holzstruktur zu erzielen, benutze ich einen Lötkolben mit einem Klingenaufsatz. Das habe ich auch mit den Rändern gemacht, weil da sieht man auch, dass es sehr grob ist im Cosplay Guide. Danach grundiere ich die Holzparts aus Foam und die Korbware. Holzparts werden einmal braun bemalt und dann mit verschiedenen Brauntönen so bearbeitet, dass man einen Holzlook bekommt. Nachdem alles getrocknet ist, fange ich mit der Bemalung von der Korbware an, damit ich die Deko-Elemente an dem Torso befestigen kann. Nach der Bemalung kann ich grobe Details oder Deko-Parts schon mal aufkleben und fixieren. Das heißt, wir haben einmal im vorderen Bereich Seilrundungen und dann einmal ganz drumherum am Holzpart auch noch einen Schlauch, den wir auch befestigen müssen. Auch Jutestoff kommt zum Einsatz, dessen Kanten ich mit einem sogenannten Fransenstopp bearbeite, um jegliches Ausfransen einzudämmen. Ja, der Rock besteht jetzt aus mehreren Teilen. Das heißt, wir haben 2 Unterröcke, die später hinten zusammengeschnürt werden. Dann haben wir einmal den Oberrock, der mir Sorgen bereitet. Dann haben wir einmal das Dreieck, was hinten drauf sitzt. Und dann einmal noch einen offenen Part, der über dem Gürtel liegt. Ein Problem ist mir aufgefallen beim Aufkleben. Da war ich ein bisschen dumm. Das sage ich ganz ehrlich. Und zwar habe ich den Schnitt nicht rund gedacht. Also musste ich einen Teil aufschneiden, im Schnitt optimieren, im Prozess, dass sozusagen der Rock auch später im Ganzen rund liegen kann. Für den bauschigen Effekt habe ich geplant, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass ich die großen Streifen relativ schmal oben schneide und nach unten hin, dass wir breiter werden. Ich muss halt natürlich gucken, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Den Rock haben wir soweit vorbereitet, das heißt, wir haben alle Zuschnitte, Teile des Rockes beklebt mit Foamstreifen. Das waren sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Und haben dann, um später einen Bloodlook zu bekommen, haben wir dort
ja, so kleine Rillen reingeschnitten mit einem Cuttermesser. Nachdem ich die vorderen Parts aufgeklebt habe, nähe ich diese nochmal fest. Die großen Streifen schneide ich so zu, dass sie auf der einen Seite schmaler als auf der anderen Seite sind. So bekommen wir direkt eine Rundung in den Schnitt. Die Farbe trage ich in Richtung des Schnittes auf, um die eingeritzte Struktur nochmal so zu unterstreichen. Der Rock ist jetzt grundiert und dafür haben wir eine Farbe benutzt, die das halt auch gleichzeitig versiegelt und so einen gummierten Effekt bekommt. Die Streifen lasse ich ein wenig länger als den eigentlichen Rock, damit ich Schlaufen ziehen kann, wodurch die blaue Paracord gezogen wird. Das fixiere ich mit starken Klammern. Der obere Rock, welcher rund und bauschig fallen muss, falte ich großzügig nach innen und klebe nur die Spitzen an, um das Volumen nicht zu verlieren. Vorne im Bereich haben wir Parts, die sind nicht sozusagen im Foam integriert, sondern sind dann auch mal fixiert, die Schläuche mit Garn. Das heißt, so ein grobes grünes Garn haben wir dann ein paar Stitchings gemacht. Als ich dann fertig war mit dem ganzen Schlaufenlegen und so, habe ich dann das einfach mal an meine Puppe gesteckt und geguckt, ob das dann alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, und hat funktioniert.